Hallo, ich bin die Toni, ich bin 9 Jahre alt und ich wohne in Karlsruhe und ich gehe in die 4. Klasse. Das Doofe ist, ich habe SMA, das ist eine spinale Muskelatrophie. Das ist eine Krankheit, die macht die Muskeln schwächer. Wir stehen um 6:30 auf und dann gehe ich aufs Klo, putze ich Zähne, dann gibt's Frühstück und danach gehe ich zur Schule. Naja, es war schon so, dass sie im Mutterleib sich auch sehr wenig bewegt hat, war aber alles unauffällig. Sie hat zwar spät laufen gelernt, aber sie hat es ganz normal gelernt. Die Toni ist ja nie aus der Hocke aufgestanden, sondern immer mit durchgedrückten Knien. Man hat gesehen, wie das ein enormer Kraftakt für sie war, irgendwie vom Boden aufzustehen und da ja, einfach in den Stand zu kommen. Und und dann hat es so eine Form angenommen, dass man dann halt zum Kinderarzt gegangen ist und gefragt hat, ja, was ist da los? Kannst du das Bein rein? Ich mach das Bein rein jetzt. Und dann hieß es ab ins Klinikum und dann mussten wir da 3 oder 4 Tage stationär bleiben, durch alle möglichen Testverfahren durch. Und dann kam der Befund schließlich am 4. Tag und hat sie gesagt, ja, sie muss uns leider mitteilen, es ist eben ein Gendefekt und es ist eine progressive Muskelerkrankung, hat uns dann da so ein bisschen erklärt, was da auf uns zukommt. Ja, und dann steht man da erstmal da und so eine Welt bricht da bei einem irgendwie, fällt da in sich zusammen. Ja, dann versucht man halt einfach irgendwie weiterzumachen. Und diese Aufgabe eben dann anzunehmen, die einem da das Leben da gegeben hat, und die nimmt man ja dann auch bedingungslos dann an und ja, versucht da einfach weiterzumachen, einfach immer weitermachen. Das hat sich halt so entwickelt, dass ich halt eigentlich immer weniger gekrabbelt und so bin und es dann halt immer schlechter geworden ist. Weil im Kindergarten, die Krankheit habe ich erst mit 2 bekommen, dann ging es mit 3 noch, dann ging es mit 4 noch, dann ging es mit 5 noch, dann mit 6. Dann hat es angefangen, dass es nicht mehr so gut geklappt hat. Das Laufen und das Stehen und das Hüpfen. Und deswegen sitze ich im Rolli. Du musst jetzt eine richtige Geschichte erzählen. Hey, Toni ist eigentlich ein ganz normales, fröhliches Mädchen. Die ist total dicke mit ihren Freundinnen, mit Alisa und dem Minette. Also ist im Grunde genommen, abgesehen von ihrer Krankheit, ein ganz normales Mädchen, die Interessen hat, die alle anderen auch haben, die natürlich teilweise durch die Krankheit eingeschränkt ist. Ich habe sie am Anfang Klasse 3 übernommen. Da konnte sie noch aus der letzten Reihe zu mir nach vorne laufen. Das geht jetzt schon lange nicht mehr. Und das sind halt wirklich dann Sachen, die nach und nach jetzt einfach so kommen. Sie kriegt ja jetzt wahrscheinlich auch bald, dass sie den Stift nicht mehr richtig halten kann, so einen Sprachcomputer, mit dem sie dann arbeiten kann. Aber es ist halt wirklich schwer manchmal zuzugucken, wie die Krankheit jetzt nach und nach der Toni das Leben schwer macht. Eine unheilbare Krankheit zu haben bedeutet, dass man zum Beispiel jetzt wie Antonia dann ein besonderes Gerät dafür haben muss. Man weiß ja, es geht nicht weg, ich kann nichts machen und dann fühlt man sich wahrscheinlich nicht so gut. Und
Man sieht vielleicht andere Kinder, wie sie rumrennen und selber hockt man dann in einem Rollstuhl. Die Kinder wurden dann gesund geboren und dann denkt man, warum wurde ich dann so geboren, wie ich jetzt bin? Warum bin ich jetzt im Rollstuhl? Warum können die anderen Kinder laufen, warum ich nicht? Also das ist sehr schlimm. Sie möchte gerne laufen können, so wie wir. Und dann ist sie schon nicht so gut dran. Und deswegen möchte sie da einfach nicht gerne drüber sprechen, über ihre Krankheit. Wenn es brennt und die Welt ins Land steht, jeder rennt, keiner weiß, wo lang es geht. Wenn es brennt, dann weißt du, wer wirklich deine Freunde ist. Ich finde es ganz schön, also ganz besonders, eine Freundin in Rollstuhl zu haben. Davon lernt man auch ganz viel. Und also ich finde es schön, wie man mit Antonia spielen kann und auch mal in den Rollstuhl fahren darf. Und auch mal so ganz neue Dinge kennenlernt. Alles brennt, alles brennt, alles brennt, Feuer, Feuer. Alles brennt, alles brennt, alles brennt, Feuer, Feuer. Wir sind ein Beat, wir treten jetzt das Feuer an, Schlag für Schlag. Wir singen und wir schreien langsam, Es ist halt, dass ihre Muskeln sich langsam immer mehr zurückbilden. Dass es halt nicht mehr geht. Ja, irgendwann wird sie sich dann wahrscheinlich gar nicht mehr bewegen können. Geht's doch? Es ist immer schlimm, das zu sehen, weil man kann sich das auch nicht wirklich richtig vorstellen, was sie dann durchmacht, weil ich kann ja zum Beispiel laufen. Ich sehe nur immer, dass sie ganz arg traurig ist und ich würde ihr gerne helfen, aber ich kann halt nicht richtig. Ich kann sie zwar rumtragen oder so, aber ich kann ihr nicht richtig helfen. Das macht mich schon traurig. Johannes musste immer viel zurückstecken. Also von Anfang an, klar, es ist immer schwieriger für das ältere Kind, wenn ein jüngeres Geschwisterkind kommt, dann ist immer erstmal die Eifersucht da, das ist normal. Aber bei ihm war es besonders schwierig, weil sie halt zunehmend immer mehr Aufmerksamkeit auch gebraucht hat und immer mehr Unterstützung gebraucht hat. Mit Geld kannst du eigentlich alles kaufen, aber kein Glück, das kannst du nicht. Aber wenn du jetzt, also ich wäre glücklich, wenn ich weiß, dass ich anderen Menschen helfen kann, aber andere Menschen sind es dann nicht. Denen geht es dann nur darum, dass sie möglichst viel Geld haben. Und es ist irgendwie krank. Die sind dann auf eine andere Art und Weise krank. Wir wissen genau, wir müssen diesen Kampf gegen die Krankheit weiterführen, auch wenn der Kampf nicht zu gewinnen ist. Der Bundesverband Kinderhospiz ist für mich wichtig, weil man verstanden wird und weil es Angebote gibt, die passen auf die Situation und weil man sich aufgehoben fühlt. Gut aufgehoben. Ich würde mir wünschen, dass sie glücklich wird, sehr glücklich, und dass sie Menschen findet, die ihr wirklich immer helfen und immer für sie da sind. Weil sie ist darauf angewiesen und ja, ich würde mir wünschen, dass es dann selbstverständlich wird, dass sie immer jemanden hat, der für sie da ist und ihr bei allem hilft. Es ist natürlich doof, aber nee, ich würde ja auch gern laufen können. Aber so schlimm finde ich das jetzt auch nicht.